Ich freue mich sehr, dass wir im heutigen Flashtag eine junge Frau begrüßen dürfen, nämlich Chantal Grollimund. Sie ist im 3. Lehrjahr bei der LIPS. Herzlich willkommen, Chantal. Danke, dass ich da sein darf. Liebe Chantal, du machst das KV, bist im 3. Lehrjahr bei der LIPS. Erzähl uns etwas über deinen Lehrgang. Also, ich habe die Oberstufe fertig gemacht in der Sek. Ich habe relativ gut abgeschlossen und nachher studieren. Das habe ich in der Fachmittelschule gemacht, Richtung Informatik. Nach einem Semester haben wir dann herausgefunden, dass das nicht so mies ist. Und dann bin ich erst mal ein Semester daheim und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich habe viele Optionen. Ja, mal schauen. Dann bin ich ins 10. Schuljahr gekommen. Da haben wir auch ein bisschen Unterstützung auf den bestimmten Feldern. Und ich war schon immer ein bisschen technikbegeistert gewesen. Und dann war für mich so das Grosse gewesen, als allerletztes bewerbe ich mich bei der LIPS. Nicht wegen den Absagen oder so, aber für mich ist es einfach die Königsdisziplin. So das Königsdisziplin, LIPS. Ja. Möchte ich mich jetzt gerade fragen. Ich habe dich eingeführt, als du machst das KV. Und ich meine, die LIPS ist relativ bekannt dafür, also sehr bekannt dafür, dass sie mehr in der Metall-Elektroindustrie ist, technische Berufe. Wie kommt man dann dazu zu sagen, ja, aber ich mache das trotzdem bei der LIPS? Gut, mein Vater hat früher seine Ausbildung selber bei der ABB gemacht und hat mich dann, seit ich klein war, eigentlich immer mitgenommen zu den Events. Und dann habe ich ein bisschen gesehen, wie das funktioniert, wie die Leute interagieren. Ich habe immer mega cool gefunden. Und man muss halt auch sehen, die LIPS zeigen und bieten auch viele Optionen. Und in dem Sinne war das ein bisschen für mich ein No-Brainer, dass ich das gerne in die Richtung machen würde. Ich kann in der Technik bleiben, in der Industrie, und habe aber noch das Kaufmännische und lerne dann noch das Know-how in die beiden Richtungen. Und bist du happy mit dieser Entscheidung, dass du dann schlussendlich bei der LIPS gelandet bist? Ich würde mich heute nochmal bewerben. Und ich würde nochmal so sehr hoffen, dass sie mich nennt, wie ich es damals gemacht habe. Es war eine gute Entscheidung. Für mich die beste, die ich im 2. Jahrzehnt von meinem Leben getroffen habe. Gerade so, ja. So. Du wirst im Sommer fertig sein, also im Sommer, Juni 2025 wirst du fertig sein. Weisst du jetzt schon, wo du dann weitergehen willst? Oder ist das noch relativ offen? Es ist schon noch ein bisschen offen, aber dadurch, dass ich halt auch während meiner Lehre sehr viele verschiedene Abteilungen besuchen durfte und auch mit Leuten reden konnte, die nicht in einer Abteilung sind, wo ich mal gearbeitet habe, habe ich schon relativ viel gesehen und ich weiss jetzt, was mich sicher interessiert, ist Marketing. Interessant ist eben auch Medienkorrespondenzen und ein bisschen in die Richtung. Was ich nicht so gut kann, sind Finanzen. Aha, als KV-Lernende. Als KV-Lernende tatsächlich, ja. Aber auch dort wir bekommen viel Unterstützung, also es ist tragbar in der Lehre. Aber ich möchte darauf eingehen, also vor allem Kommunikation, Medien, Marketing scheint dich auch zu interessieren. Ich habe auch herausgefunden, dass du nebenberuflich Social Media Managerin bist bei Jiu-Jitsu und Judo Club von Bruck. Ich nehme an, du machst den Sport selber. Ich habe den Sport sehr lange selber gemacht. Zuerst Jiu-Jitsu und bin dann aufs Judo umgestiegen. Und lass uns gerade über das Thema Kommunikation reden. Du hast an den SwissSkills mitgemacht, bist Finalistin im 2024 und zwar dort hat die Schweizer Meisterschaft in Entrepreneurship stattgefunden. Da hast du ja auch pitchen müssen, also vor Publikum präsentieren, nicht das Einfachste. Wie ist es da dazu gekommen? Ich habe innerhalb der LIPS im 1. Lehrjahr den Unternehmerhauskurs machen. Der ist obligatorisch innerhalb des Programms und dort lernt man so ein bisschen die Grundlagen, wie ich ein Unternehmen gründe und wie ich das führe. Ja. Und ich habe mich damals einer Gruppe angeschlossen, war ein bisschen für sie in den Vorlesungen und sie hat präsentiert und dann hat das eine hohe Pitch-Prozentzahl gegeben. Und nachher haben sie gesagt, ja, von der Note her geht die Qualifikation für den 2. Kurs, der ist dann freiwillig. Und dann habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich sage, ich rede so gerne und habe selber kein Wort gepitcht. Ja. Und dann musste ich das nochmal selber machen und selber nochmal hingehen, alles nochmal repetieren, dann wirklich mit dem Fokus, wie rede ich vor Leuten und dann meine eigene Idee den Leuten vorzeigen. Also das heisst, in dem 2. freiwilligen Kurs sind wir dann noch mehr in die Tiefe gegangen, was es bedeutet, erstens mal das Unternehmen zu gründen, eine Idee zu haben, dann auch die Finanzierung wahrscheinlich aufzubauen und dann, wie man auch zu Investoren kommt, das Ganze pitcht. Was haben Sie dann dort für eine Idee gepitcht? Ich war dort allein, also ich war nicht in einer Gruppe. Du hast das Ganze allein gemacht? Genau, dann im zweiten ich habe Teil. Den zweiten Teil ganz allein gemacht und es war eine Plattform, wo man sich eigentlich T-Shirt Templates abladen, die dann ausmalen, so das Design, wie man das gerne haben will, aufladen und in der Plattform selber wäre das Public Voting, wo man dann entscheiden kann, welches T-Shirt ist das Beste. Dann wird dann ins Sortiment aufgenommen werden, verkauft und der Erlös kommt dann dem Künstler zugute, damit er sich, ich weiss nicht, neue Farbstifte kann kaufen oder auch seine Ausbildung kann zahlen.
dass er einfach etwas davon auch hat. Sehr spannende Idee. Jetzt musst du mir aber rasch erklären. Also du machst KV. Wie kommt es dann dazu? Oder warum ist das so wertvoll, dass du bei der LIBS dann ins Entrepreneurship hineingehst? Das ist ja nicht unbedingt das, was man als Berufsbild von einer KV-Lernenden hat. Ja, das kann unter anderem sehr gut sein. Aber im KV selber, auch in der Schule, sieht man sehr viel, wie eine Firma funktioniert. Und viele Sachen, vor allem halt in den Finanzen, sind vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick klar, wenn man ein sehr kreativer Mensch ist, sagen wir es so, und dann liest man die Zahlen und versteht es nicht. Und im Entrepreneurship geht es auch darum, dass man das Ganze von einer Firma sieht. Oder wie will ich in Zukunft damit weiterfahren? Wie will ich planen? Wie soll das aussehen irgendwann? Genau. Und dann sieht man plötzlich an, okay, der Buchungssatz ist im echten Leben so, und dann geht man wieder in die Schule und dann hat man schon einen Punkt mehr an der Prüfung. Und das war für mich ein bisschen so der Anreiz nach dem ersten Kurstag, wo ich gesagt habe, doch, es ist interessant, es ist genau das, was ich in der Lehre habe. Einfach ein bisschen komprimierter ist es dann aber in gross. Also ich sehe, wo ich mit meinen Fähigkeiten, die ich lehre, ankomme. Wenn du jetzt so zurückblickst, also ich meine, du bist noch sehr jung und die Lehre geht ja auch nicht Ewigkeiten, aber lass uns an den ersten Tag zurückgehen, bis heute, wo du jetzt hier in diesem Interview stehst. Wie hast du dich entwickelt? Ich glaube, sehr stark sogar. Sie hat damals sicher einfaches Reden sehr schlimm gefunden und ich dachte, oh mein Gott, das geht nicht. Und als ich dort die Lehre angefangen habe in der LIBS, war mitunter etwas der ersten Sachen, wo sie gesagt haben, du kannst reden, das ist gut. Und sie haben mich jetzt auch in dem sehr fest gefordert und gefördert. Haben mir sehr viele Chancen gegeben, wo ich auch ganz ehrlich muss sagen, ohne die Unterstützung von der LIBS wäre ich heute nicht ansatzweise da, wo ich jetzt bin. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, sei das jetzt bei Anlässen von der LIBS selber oder Anlässen, wo ich für die LIBS angegangen bin. Und auch innerhalb von der Firma. Ja, also. Also sie nehmen quasi den Lernenden ganz unabhängig von dem Berufsbild, das sie lernen, und schauen, was die Stärken sind und die dann weiterentwickeln. Und sie unterstützen. Also ich habe am Anfang auch ein bisschen psychologisch bin ich nicht so da gewesen. Und wir haben eigene Psychologen bei den LIBS, die dann unterstützen, die wirklich da sind und die eine Hand rausheben, die man annehmen oder nicht. Das ist dann einem überlassen. Aber die Unterstützung, die man bekommt, ist wirklich, sie ist da und sie ist gross. Das tönt sehr schön. Wenn du jetzt zurückschaust, also weißt, auch vom Alter her, okay, wann kann man sich eigentlich überhaupt für eine Berufsrichtung entscheiden? Hast du da auch einen Tipp für jetzt Jugendliche, die vielleicht erst 14 sind, 15, nicht so ganz sicher sind, was sie machen sollen, wie sie vorgehen sollten? Ich würde sagen, sicher viel schnuppern. Sagen alle, es ist komplizierter, als man sagt, aber viel schnuppern ist wichtig. Und man hat Tanten, Onkel, ältere Kollegen, die vielleicht schon Lehre machen, Eltern, auf sie zugehen und sie fragen, hey, wie ist dein Job, wie sieht das aus, Zukunftstage ausnutzen und wirklich probieren, so viel wie es geht von dieser Arbeitswelt zu sehen, damit man dann etwas findet, wo man sich wohlfühlt. Am Ende des Tages, es gibt mega viele Faktoren, aber in der Lehre geht es auch darum, dass du dich selber wohlfühlst, dass du dich auch entwickeln und bereit bist dazu. Und für das musst du ein gutes Umfeld haben. Und das suchst du ja selber aus. Darum, so viel wie es geht, anschauen, Fragen stellen, sehr wichtig. Fragen stellen ist sehr wichtig. Komme ich gerade zu meiner nächsten Frage, die ein bisschen abschweift. Und zwar habe ich herausgefunden, dass du auch noch Feuerwehrfrau bist. Erzähl mir etwas über das. Warum machst du das und was genau machst du bei der Feuerwehr? Also, ich fange zuerst mal an, was ich mache. Ich bin im Atemschutz. Das heisst, wenn andere rausrennen, renne ich rein, um entweder das Hab und Gut der Leute zu schützen oder Leute selber zu schützen und sie rauszuholen. Du rennst in brennende Häuser rein? Ja. Okay, und warum? Weil ich gerne den Leuten helfen. Das war, glaube ich, schon jeher immer mein Wunsch gewesen. Deswegen auch das Entrepreneurship. Es ist eine Chance, das Problem zu erkennen und das Problem für andere zu lösen. Und die Feuerwehr sind halt normalerweise die Letzten, die kommen in so einem Fall. Und ich will wirklich den Leuten helfen. Es macht mir Spass. Ich lerne tolle Leute kennen und es ist ja für mich auch so ein «Spürst mich, fühlst mich, wo stehe ich jetzt, wie bin ich unterwegs?» Also es ist sehr beeindruckend. Auch danke vielmals für deinen Einsatz, dass du das machst. Und ich möchte jetzt da den Bogen schliessen. Also lernst du bei so Einsätzen, eben als Feuerwehrfrau, kannst du das, du hast es auch schon angetönt, kannst du das dann verbinden mit dem Beruf? Hilft dir das gegenseitig, die Ausbildung da bei der LIBS, vielleicht auch in deinem Feuerwehreinsatz und umgekehrt? Ja, 100%. Also zum einen ist die Konzentration, die ich an einem Einsatz habe, die ich auch im Geschäft rausbringe, wenn ich irgendetwas am Arbeiten bin. Aber auch das Teamwork, das wichtig ist. Also in der Feuerwehr geht nichts über Kommunikation. Und wenn du das nicht richtig machst, ist nicht nur dein Leben in Gefahr, sondern vielleicht das von ein paar anderen Leuten auch. Und auch im Geschäft geht es um das Projekt, das du am Bearbeiten bist. Und wenn du nicht sauber kommunizierst, werden Sachen doppelt gemacht, wird es teurer, kommt es nicht gut. Und das
ist essentiell, dass man mit den Leuten reden kann, aber auch das Delegieren. Also wir arbeiten im Team, man ist nicht allein. Ich muss nicht alles allein machen, psychisch nicht, physisch nicht. Und man lernt dann recht gut, okay, das kann ich abgeben, das nicht. Das ist meine Stärke, das ist meine Schwäche. Und das sind so die Übergänge. Muss sich schön kombinieren in beide Richtungen. Liebe Chantal, herzlichen Dank, bist du heute da gewesen und hast uns Einblick gegeben in deinen Lerngang oder deinen Berufsgang. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine berufliche Karriere. Danke vielmals.